I'm disappointed. Why does it happen so often? It's all so worthless. How shall I stand that 9 years more? I'd like to live on a ranch, work there without the pressure to have good results. Why shall I learn things I never need? Why shall I learn things my teacher wouldn't know without the paper? Why shall I learn what I forget over the day? I never wanted to know how a battery works. I'd like to know more about God, but they won't teach that at school. I want to be taught by God. I want to learn useful things. No rubbish and get bad grades in silly tests, although I understood everything. This European politicians doesn't understand this. I need more than knowledge. They can eat their fucking knowledge if they want. I'll immigrate. Somewhere where it is still worth to live. I'll go on. Hallo, hier ist Sarah Schmid. Vielleicht habt ihr den Fernsehbeitrag auf Vox ja gesehen. Ich will an dieser Stelle nicht auf alle Kritikpunkte eingehen. Das habe ich auf meinem Facebook-Profil aber getan und wer sich dafür interessiert, der kann das gerne lesen. Aber ich dachte, ich gehe mal darauf ein, warum ich Schule für unnötig halte und finde, dass sie für Kinder eher schädlich ist. Vox hat meine Schulkritik ja fast ausschließlich auf die Mobbing-Erfahrung aus meiner Schulzeit zusammengeschrumpft. So, als ob ich aus diesem Trauma heraus einen Schaden hätte, der meine Einsicht zu den Segnungen des Schulbesuchs verhindert, der doch eigentlich das Beste für unsere Kinder wäre. Das ist so ein bisschen das Schizophrene an Deutschland und seiner Einstellung zur Schule. Wenn jemand die Schule ablehnt, dann ist das per se kein Problem der Schule. Denn die Schule ist eine heilige Kuh. Und heilige Kühe, die schlachtet man nicht. Wer es doch tut, wird in die Psycho-Ecke gestellt. Wer nicht systemkonform denkt, ist halt psychisch nicht ganz gesund und landete in der Vergangenheit nicht selten in der Nervenheilanstalt. Auch heute lässt man Kinder, die die Schule in Deutschland verweigern, lieber eine Therapie angedeihen, anstatt sich mit ihren Gründen für die Verweigerung auseinanderzusetzen und ehrlich nach Lösungen zu suchen. Schule ist toll, das wissen wir alle, so ist es von oben festgelegt. Und wer das nicht so sieht, der ist nicht ganz richtig im Kopf. Schule in seiner heutigen Form gibt es noch gar nicht so lange. Als man begann, Kinder zwangsweise der Schule zuzuführen, weigerten sich viele Eltern. Ein Schelm, wer denkt, dass sie ihre Kinder allein als billige Arbeitskräfte auf dem heimischen Hof vermissten. Sie hielten nichts von diesem massiven Eingriff in ihre Familie. Logischerweise, das würde jedem heute so gehen, wenn die Schulpflicht plötzlich erfunden werden würde. Aber seither haben sich alle daran gewöhnt und der Staat hat die Schule genutzt, um seine jeweiligen Interessen durchzusetzen und tut das bis heute. Dass die Schule sich das Recht nimmt, den Alltag der Kinder und somit der Familien über Jahre zu diktieren, stößt kaum noch jemandem auf. Wir sind so aufgewachsen, wir sind es gewöhnt. Obwohl mal eben wegfahren, ausschlafen, den sonnigen Tag im Freien verbringen, nee, ist nicht. Die Schulbank muss gedrückt werden. Sitzen, sitzen, sitzen. Selbst fürs Kranksein muss man der Schule gegenüber Rechenschaft ablegen. Und die Familien werden gleich mit in Sippenhaft genommen. Aber das fällt nicht weiter auf, denn die Eltern müssen ja außer Haus arbeiten. So will es der Staat und erzwingt es mit einer Politik, die es kaum mehr möglich macht, dass die Familie von einem Verdienst leben kann. Da ist es doch schön, wenn der Staat kostenlos auf die Kinder aufpasst und sie auch noch nebenbei bildet. Haben Kinder und Jugendliche Rechte auf die Bestimmung ihres Aufenthaltsortes? Nein, tagsüber geht es in den offenen Vollzug. Sonst kommt die Polizei und holt dich ab. Haben Kinder und Jugendliche das Recht, darüber zu entscheiden, wie sie sich bilden wollen? Nur solange sie systemkonform wählen. Es ist eine Schulgebäude-Anwesenheitspflicht, offiziell Schulpflicht genannt. Früher hieß es weniger euphemistisch Schulzwang. Auf Kinderrechte wird nur gepocht, wenn der Staat ein Eigeninteresse daran hat. Ganz offensichtlich.
Dabei ist die Schule zur Wissensvermittlung so überflüssig wie noch nie. Längst vorbei sind die Zeiten, wo der Lehrer, der Pfarrer und der Arzt die einzigen gebildeten Leute im Dorf waren. Wissen ist heute überall verfügbar. Mit ein bisschen Willen kann man jederzeit alles lernen, ohne je ein Schulgebäude betreten zu haben. Was nicht heißt, dass es keine Schulen oder Universitäten geben soll. Als eine Möglichkeit der Wissensvermittlung auf freiwilliger Basis wären sie eine gute Ergänzung und für spezielle Berufe natürlich unabdingbar, um die gebündelte Erfahrung der älteren Generation sich anzueignen. Aber was die Schule betrifft, wäre es ganz günstig, wenn jeder einfach dort einsteigen könnte, wo er sein Wissen gerade vertiefen will. Nicht so wie heute, wo alle Menschen bis 18 Jahre bestimmte Dinge in einem bestimmten Tempo lernen müssen, nur weil sie zufällig das gleiche Alter erreicht haben. Für manche ist das möglicherweise genau der Takt, den sie brauchen. Und auch genau die Themen, die sie interessieren. Ein Glückspilz, auf den das zutrifft. Aber was ist mit denen, die noch nicht so weit sind? Was ist mit denen, die gerade ganz andere Dinge begeistert? Und was ist mit denen, die am Anfang der Stunde schon kapiert haben, was die ganze Schulstunde über gesagt wird? Mir ging es zum Beispiel so. Wenn ich eins in der Schule getan habe, dann Strategien gegen Langeweile zu entwickeln. Wenn ihr mich in die Schule schicken wollt, klettere ich auf den Baum und komme nicht mehr runter. Das meinte ich damals ernst. In die Schule gekommen bin ich trotzdem, wie ihr seht. Ich war anfangs auch sehr motiviert und hatte keine Schwierigkeiten zu lernen. Als ich dann lesen und schreiben konnte, wuchsen allerdings Langeweile, Frust und Überdruss. Gegen die Langeweile habe ich mich in Schönschrift geübt. Meine Schrift war sonst nie besonders schön, außer wenn ich mich eben extra angestrengt habe. Ich habe auch verschiedene Schreibstile ausprobiert. In die eine Richtung geneigt, in die andere Richtung geneigt und ich habe mit links geschrieben. Natürlich haben wir Schiffe versenkt, klar. Ich habe Geheimschriften entwickelt, verschiedene. Ich habe Stenoschreiben geübt. Ich habe mir Geschichten und Gedichte ausgedacht. Und ich habe Bilder auf sämtliche Heftränder gemalt. Eine Stunde jagt die andere und das Denken fällt mir schwer. Fast alles vollgeschrieben und die Patronen leer. Ich sehe aus dem Fenster nur ein Heftrandstück zum Träumen bleibt für mich. Der Lehrer darf's nicht sehen, er könnte es nicht verstehen, denn jetzt fängt der Ernst des Lebens an. Komm, du gewöhnst dich schon daran. Ab jetzt liegt halt der Lehrplan fest, was dein Herz höher schlagen lässt. Und wenn alles ausgereizt war, habe ich auf die Uhr geschaut. X-mal und geguckt, wie lange es noch dauert. Und ich habe die Luft angehalten, geguckt, wie lange ich die Luft anhalten kann. Die letzten Minuten einer Schulstunde wurden trotzdem oft zur gefühlten Ewigkeit. Es fühlte sich fast so ewig an, wie wenn ich daran dachte, wie viele Jahre ich diesen Trott noch mitmachen musste. Von der 5. bis 6. Klasse aus betrachtet ist die 12. einfach Lichtjahre entfernt. Nicht, dass ich deswegen schlechte Noten hatte. Ich habe mein Abi mit 1,2 gemacht. Aber das hätte ich auch einfacher haben können. Was für eine sinnlose Verschwendung von Lebenszeit. So hat mich die Schule also 12 Jahre lang auf das Leben vorbereitet und meine Eltern haben sich darauf verlassen. Und als dieses Leben dann anfing, konnte ich weder kochen, eine Waschmaschine bedienen, noch allein ein Bankkonto eröffnen. Und noch viele andere Sachen auch. Und ich war allgemein sehr unsicher, weil ich wusste nicht, wie bewegt man sich im richtigen Leben. Die Schule ist eine eigene Welt mit ihren eigenen Regeln. In ihrer Struktur orientiert sie sich nicht an einem freiheitlich-demokratischen Weltbild, das unsere Kinder doch angeblich dort lernen sollen. Und in dem, was die Schule vermittelt, hat sie mit dem realen Leben nicht viel zu tun. In welchem Beruf
ist es für den täglichen Ablauf zum Beispiel völlig unerheblich, ob man nur körperlich oder auch geistig anwesend ist. Wo im echten Leben wird man über Jahre mit bestimmten anderen Menschen zusammengesteckt, nur weil sie zufällig gleich alt sind? An welchem Arbeitsplatz kann man einer Mobbing-Situation nicht durch Kündigung entfliehen? Und wo im echten Leben arbeitet man ohne Lohn? Außer als Hausfrau und Mutter. Halte ich meine Kinder tatsächlich vom echten Leben fern, wenn ich sie nicht in die Schule schicke? Ach so, ja, alle Kinder gehen natürlich in die Schule. Damit meine Kinder soziale Kontakte haben können, müssen sie auch dorthin. Als ob man nicht auch außerhalb der Schule soziale Kontakte haben könnte. Als ob es ideal für die Sozialisation ist, täglich mehrere Stunden mit 24 Gleichaltrigen in einem Raum zu sitzen. Kinder, die ohne Schule groß werden dürfen, treffen im echten Leben alle möglichen Menschen aus allen möglichen Altersgruppen. Jüngere, ältere, Gleichaltrige. Leider sind die meisten Kinder tagsüber schon in den Schulen weggesperrt. Das ist ein Nachteil, der sich abschwächt, je mehr schulfreie Kinder es an einem Ort gibt. Stellt euch vor, Schule wäre freiwillig. Man könnte schulische Angebote nutzen, wenn man will, oder auch nicht. Man könnte seine Freunde in der Schule treffen oder auch überall anders. Klar kann man trotzdem seine Abschlüsse machen. Die muss man deshalb nicht über den Jordan schicken. Aber wenn Schule freiwillig wäre, dann würden ja alle Kinder nur noch vor Computerspielen verblöden. Und es zu nichts bringen. Die ganze Gesellschaft würde auseinanderfallen. Wirklich? Trauen wir unseren Kindern so wenig zu? Aber Freiheit macht eben Angst. Gerade wenn man sie selbst nicht genießen durfte und somit nicht gelernt hat, damit umzugehen. Wir sind es gewohnt, dass Kinder und Jugendliche lustlos sind und zum Lernen gezwungen werden müssen, damit mal was aus ihnen wird. Weil wir ihnen die natürliche Lernfreude schon längst ausgetrieben haben. Und vielleicht auch, weil wir Erwartungen an sie haben, die sie nicht erfüllen wollen. Auch wenn es heutzutage üblich und erwünscht ist, alles im Leben zu delegieren, von der Schwangerschaft und Geburt an, über die Gesundheit, die Bildung, die Meinungsbildung, den Tod, sollte immer die Freiheit bestehen, die Dinge auch selbst in die Hand zu nehmen. Es ist schön, dass es für alles Experten gibt. Aber in einem freien Land sollte jeder auch das Recht haben, selbst der Experte für die Belange seines Lebens zu sein. Ich kann mein Brot schließlich auch beim Billigbäcker kaufen oder bei einem guten Bäcker. Oder ich kann selbst backen. Jeder hat Gründe für seine Brotwahl. Und alle haben ihre Berechtigung. Keinem sollte man vorwerfen, er wäre psychisch nicht ganz gesund, nur weil er sein Brot selber bäckt. Genauso kann ich Schwangerschaft und Geburt in die Hände des Krankenhauspersonals legen. Oder ich kann eine Hebamme für eine Geburt im Geburtshaus oder zu Hause engagieren. Oder ich kann die Geburt in Eigenregie machen. Alles ist nicht verboten. Und alles hat seine Gründe und Berechtigung. Obwohl wir da bei der Alleingeburt auch noch einen Weg bis zur allgemeinen Akzeptanz vor uns haben. Aber bei der Bildung ist diese Freiheit in Deutschland grundsätzlich nicht erlaubt. Ein Kind ist gezwungen, seine Bildung in einer Schule zu erhalten. In einem Schulgebäude. Schön, wir haben die Wahl zwischen staatlicher Schule, Montessori, Waldorf, freier Schule. Da gibt es ja, wenn man im Ballungsgebiet wohnt, Auswahlen. Auf dem Land sieht es dann eher wieder anders aus. Mit weiten Fahrtwegen und so weiter. Aber was ist mit Fernschulen oder freiem Lernen? Das geht natürlich nicht. Verboten. Nur ein Schulgebäude hat nämlich die für den Lernerfolg optimale Aura. Habt ihr nicht gewusst, oder? Man suggeriert uns lieber eine Gefahr durch die Entstehung von Parallelgesellschaften und rechtfertigt damit die Gleichschaltung. Aber haben wir wirklich so viel Angst vor der Freiheit, vor dem Anderssein der anderen? Sollten wir nicht vielmehr den Zwang und die Gleichschaltung fürchten? Was wäre, wenn man Lernen wieder als natürlichen Prozess begreifen würde? Etwas, das sich nicht in ein enges schulisches Korsett zwängen lässt. Etwas, das einfach passiert und passieren darf und wo der Antrieb dafür aus dem Menschen selbst kommt. Wo es reicht, wenn man eine anregende, lernfreundliche Umgebung schafft und den einen oder anderen Anreiz.
Aber vor lauter Angst und Kontrollwahn schnüren wir die natürlichen Prozesse in Korsette, die so eng sind, dass sich kaum einer darin wohlfühlt. Und die Prozesse erschweren. Wir wagen auch nicht mal, das Korsett abzulegen oder wenigstens zu lockern. Viel zu gefährlich. Irgendwas Neues auszuprobieren und ein bisschen Freiheit zu gestatten. Aber warum sollte ein Kind, das von sich aus laufen und sprechen lernt, sich nicht auch alles andere aneignen wollen, das das Leben in unserer Kultur ausmacht? Und warum sollte es nicht so lernen dürfen, wie es das am besten kann? In seinem Tempo und mit dem Schwerpunkt auf seinen Interessen. In vielen anderen Ländern ist das möglich und die Erfahrung dort zeigt, dass dies mindestens ebenso gute und oft bessere Ergebnisse bringt als der reguläre Schulbesuch. Und das Leben ist ja jetzt, nicht irgendwann später nach dem Abi. Und deshalb gehört die Schulgebäudeanwesenheitspflicht in Deutschland abgeschafft. Es fängt der Ernst des Lebens an. Komm, du gewöhnst dich schon daran. Ab jetzt liegt halt der Lehrplan fest, was mein Herz höher schlägt.